Das ist eines der meistgeschautesten Häuser, die ich bei der Vital Camp GmbH gefilmt hatte. Es hieß Luxemburg, das ist aber nicht das Luxemburg, sondern das ist das Südtirol. Südtirol. Grüß dich, du bist der? Tobi. Hallo Tobi. Ja, 9. Januar 2023. Wir zeigen mal alle Häuser wirklich mal im relativ schnellen Durchlauf. Wir haben mit deiner Kollegin alle Häuser nochmal intensiv gefilmt. Du bist in einer Branche, wo du vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hättest, dass das mal so boomt, oder? Ja, das stimmt. Also ich war zwar schon im Baugewerbe, ich war auch im Holzhandel, ich habe im Holzhandel gelernt. Das heißt, die Materien, die hier verbaut werden, sind mir vertraut. Aber dass ich Tiny-Häuser bzw. Chalets oder Mikrohäuser verkaufe, da habe ich vor 3 Jahren noch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Ja, das Wort ist natürlich Tiny-Häuser, da denken viele hier an das da. Richtig. Das ist so ein typisches Tiny-Haus oder da hinten steht eins, ja, wo man da hingeht. Es gibt eine Sonderregelung, bis zu 2 Stellplätze kann heute jeder Landwirt einfach so machen. Da gibt es Tausende von Stellplätzen. Da reden wir aber hier über Häuser mit einer Baugenehmigung und da ist sehr viel Unwissen. Viele denken, oder es ist so das Gerücht, dafür kriegst du keine Baugenehmigung. Das stimmt gar nicht. Also das Baurecht ist ja vielfältig, wenn man das einhält, da kriegt man auch eine, oder? Richtig, genau so sieht es aus. Deswegen, wir haben auch ein Team an Bauingenieuren, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da empfehlen wir immer im Vorfeld, einfach das zu prüfen, weil es gibt ganz oft Vorgaben, was die Dachneideckung betrifft und so weiter. Und solange wir diese Vorgaben einhalten, spricht auch nichts gegen eine Baugenehmigung, außer die Gemeinde verschließt sich dem gegenüber total. Und ganz oft ist einfach der Begriff Tiny House, der da negativ rüberkommt, weil die halt denken, okay, jetzt kommt da jemand mit seinem Wagen angefahren und möchte das da hinstellen. Und da ist auch bei den Bauämtern teilweise viel Unwissenheit, dass das wirklich auch wie ein kleines Häuschen aussieht. Ja, das ist ja hier ein bisschen anders. Das hier ist eigentlich eher vergleichbar mit einem Fertighaus, mit dem Unterschied hier in dem Fall, es kommt sogar in einem Stück, oder? Genau, es kommt in einem Stück, kommt das dann auf dem Tieflader und wird dann entweder mit dem Traktor auf die Parzelle gestellt oder halt mit dem Kran, je nachdem wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Das ist Nachttransport, oder? Ja, Nachttransport. Nachttransport heißt bei mir immer meistens 5-stellig schon, oder? Ja. So, hier liegt man da, aber ist es machbar? Es hat Räder sogar drunter, oft wird es aber gekrant, oder? Genau, also es kommt immer darauf an, habe ich jetzt relativ ebenerdigen Zugang, sodass ich das mit dem Traktor ziehen kann. Ich darf halt nicht ein allzu steiles Gefälle haben. Man muss halt schauen, je nachdem Größe der Häuser, die liegen halt irgendwo, ich sag mal, zwischen 10 und 17 Tonnen. Die ganz kleinen liegen auch mal bei 3 oder 4. Und da muss man halt einfach schauen, kriegt der Traktor das in dem Fall hin. Wir haben ja auch nur eine sehr geringe Bodenfreiheit, deswegen muss auch die Zuwegung immer sehr, sehr gut vorbereitet und eben sein und verdichtet natürlich. So, hier vorne haben wir ganz verschiedene Baustoffe miteinander gemixt. Langlebigkeit ist das große Thema. Was ist hier zum Beispiel außen an der Fassade? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was man wählen kann. Beim Südtirol haben wir jetzt in der Regel eine Kiefer. Die sind dann teilweise thermisch behandelt, wo es dann durch diese thermische Behandlung einfach eine Langlebigkeit bekommt. Und auch zum Beispiel diese braune Färbung. Ja, ganz wichtig ist auch die Pflege, also dass man das sieht, da gibt es Anweisungen, da sollte man auch nicht am Pflegemittel sparen, je hochwertiger natürlich die Lasur ist. UV-Schutz, großes Thema, ruhig 4, 5, 6 Mal lackieren, dann hält es sehr lange. Genau, man muss halt immer darauf achten, entweder habe ich jetzt eine Lasur oder ein Öl, nicht, dass ich auch unterschiedliche Materialien miteinander mixe oder unterschiedliche Lacke. Lack ist eh immer so eine Sache, ein Öl oder eine Lasur wird immer empfohlen zu verwenden. Genau, und ich vergleiche das immer mit der menschlichen Haut. Je öfter ich mich auch in der Sonne zum Beispiel eincreme, desto länger habe ich auch eine schöne Haut. Und hier ist es genauso. Je öfter ich es pflege, desto länger habe ich halt eine schön aussehende Fassade. Ja, man kann es auch gar nicht pflegen, das sieht man hier, dann kriegt es ein Patina. Genau, richtig. Ja, das ist so. Dann wird es einfach grau. Und es ist zwar immer noch langlebig, aber halt nicht so langlebig, als wenn ich es jetzt regelmäßig pflege. Discount habe ich es genannt, denn es gibt Anbieter, die, ich sag mal, Modulhäuser bauen, so oder so ähnlich, die weit auf das Doppelte gehen. Ihr seid sehr preiswert, wenn man genau hinschaut. Man darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ihr habt eine hohe Qualität, eine hohe Produktqualität. Ihr könnt relativ viel, ich sag mal, auch individualisieren. Jedes Haus ist ein bisschen anders. Oft ist es so, die Leute gehen rein, sehen das von außen, sagen, na ja, ob das langt, gehen dann rein und kriegen fast einen Schock, Schnappatmung, weil sie sagen, hätte ich nicht gedacht innen, oder?
oder? Genau, also wir haben sehr oft, dass die Kunden ankommen und sagen, 50 Quadratmeter ist mir viel zu klein. Da sagen wir, kommt vorbei, kommt auf den Schautag, schaut es euch an und lasst euch einfach mal überraschen, wie viel 50 Quadratmeter sein können. Ja. Man vergleicht es oft auch mit der ersten Wohnung, die man so hatte, die irgendwo um die 60, 70 Quadratmeter lag, mit einem großen Flur und so weiter. Großen Flur haben wir in der Regel nicht. Wir versuchen, alles praktisch auszubilden. Was sehr interessant ist, hier die Veranda kann sogar von innen begangen werden. Da ist ein kleiner Weg mit dabei. Du hast aber hier Schiebeelemente, auch bei den ganzen Beschlägen und so weiter. Qualität ist wichtig. Ja, richtig. Es muss halt auch den Transport überstehen. Da verwindet sich das Haus schon, gerade auch wenn es unebene Zuwegungen hat. Und das muss halt das alles komplett aushalten. Natürlich kann es mal sein, dass eine Tür ein bisschen schleift nach dem Transport oder so. Das ist halt Bewegung in den Materialien. Und das kann aber alles eingestellt werden. So, komm, wir gehen jetzt mal rüber. Man kann auch eine Veranda vorbauen, das machen auch viele. Drunter ist eine richtige Stahlkonstruktion. Das ist vielleicht auch nochmal ein Riesenunterschied. Die Räder bleiben, Transporträder bleiben aber auch drunter meistens dann auch montiert. Die nimmt man nicht ab, oder? Also man kann die demontieren, dann kommt man ein bisschen niedriger von der Aufstellhöhe. Normalerweise hat man irgendwas um die 45, 60 Zentimeter. Je nachdem, ob ich jetzt nur eine Betonplatte oder so eine Holzbilse drunter mache. Und wenn ich die Räder abschraube, komme ich ein bisschen niedriger. Dann bin ich in der Regel so bei 40 Zentimeter. Das kann aber auch modellabhängig sich ein bisschen unterscheiden. Südtirol, ich denke, die Leute tendieren oft zwischen diesem Haus hier, wenn sie ein etwas größeres haben möchten, und dem Haus links daneben. Das sind zwei ganz verschiedene Häuser, oder? Ja. Genau, wir haben einmal das Modell Südtirol, das ist halt Flachdach. Das ist so ein sehr moderner Schnitt, auch mit der Terrasse, mit der Pergola, die vorne dran gebaut ist, finden die Kunden sehr schön. Es gibt aber auch viele Baugebiete, wo einfach eine Dachneigung bzw. ein Satteldach gefordert ist, so wie wir es hier haben. Das steht denn drin in der Baugenehmigung jeweils mit drin? Du bist also in den Bauanforderungen im Bebauungsplan, da ist das dann definiert, oder? Genau, es gibt einen Bebauungsplan oder wenn es keinen Bebauungsplan gibt, dann gibt es halt unterschiedliche Paragraphen, nach denen das auszuführen ist, teilweise ortsübliches Bild und dann guckt man, okay, wie sind die Häuser so im Nebenbereich ausgeführt, haben die jetzt auch eine flache Dachneigung und da haben die alle 45 Grad. Da kann man aber auch wieder auf die Bauingenieure zurückgreifen, die das dann auch mit dem Bauern prüfen können. Ja, das Ganze wird von euch begleitet und da fängt natürlich das Problem an. Wenn man den Leuten falsche Voraussetzungen gibt, dann gibt es Anfragen, die man nicht beantworten kann. Das hat nichts zu tun mit Camping, das hier sind richtige Wohnhäuser. Genau, also man kann die ganzjährig nutzen, ganz normal. Es kommt ja aus dem Mobilheimbau. Diese Bauweise, wie wir es hier haben, deswegen auch die Räder drunter. Aber es gibt halt auch Modelle, die ich ohne Räder bauen kann. Dann muss ich aber zwingend Kran. So, komm, wir gehen mal rein, dass wir das Ganze mal sehen. Die Unterschiede, ich habe ja schon viel gefilmt, oft sind Spaltmaße Zufallssache, bei euch nicht. Nee, also wie gesagt, das kann immer mal sein. Aber hier ist jetzt ordentlich, wenn ich die Tür sehe mit allem drum und dran. Hier sieht man auch diverse Zapfen, 1, 2, 3, 4 Zapfen mit drin, auch die Beschläge, alles ordentlich, oder? Richtig. Das ist halt, durch den Transport kann es sein, dass sich das mal ein bisschen verzieht. Wie gesagt, das ist ja teilweise mehrere hundert Kilometer auf der Autobahn unterwegs. Das stellt man ein. Und dann wird das nachträglich eingestellt, ja. Okay, das heißt also, hier kann ich überall alles einstellen, dass es genau passt, oder? Richtig. So, das Ganze erfüllt bestimmte Normen unter 50 Quadratmeter. Klär mich mal auf, was heißt das? Also wenn ich unter 50 Quadratmeter Wohnfläche bin, muss ich halt nur Einzelbauteilnachweise nachweisen. Und wenn ich größer 50 Quadratmeter bin, dann wird das Ganze ein bisschen, nicht kompliziert, aber umfangreicher. Das heißt, kleiner 50 Quadratmeter Wand hat den Wert, Decke den, Fußboden den, Fenster den. Und wenn man das erreicht, dann wird das ganz normal für die ganzjährige Nutzung zugelassen. Genau. Wenn du mal gerade so nett bist, die Tür mal schließt. Wir haben ein schönes Beispiel. Wir haben hier eine schöne Straße daneben. Du merkst richtig im Vergleich zum Wohnwagen hier, du hast eine ordentliche Schallisolierung hier mit drin. Das heißt, du hörst nicht draußen, was drinnen ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass wenn mehrere Häuser nebeneinander stehen, ist es sehr leise. Gerade eben war es noch laut. Das ist schon ordentlich, oder? Ja. Also wir sind auch hier direkt an der Bundesstraße. Das kann, wenn man jetzt auch einfach mal eine Tür öffnet. Ja. Oh ja, ist jetzt schon. Jetzt ist direkt die Bundesstraße zu hören. So, bitte nochmal zumachen. Warte, ich warte gerade, bis ein Auto kommt. Hier kommt ja laufend ein Auto vorbei. Hey, ruhig mal zumachen. So, jetzt ist Ruhe.
Und das ist vielen Leuten ganz wichtig, denn wenn du natürlich im Wohnwagen wohnst und so weiter, das kriegst du nicht so schnell weg. Echtglasfenster reinmachen, aber bei mir ist so, wir fahren im Wohnmobil, da hörst du alles draußen. Ja, es ist ja auch eine dünnere Dämmung. Ne? Ja. Bei der Dämmung ist es halt so, mehr Masse schluckt einfach mehr. Das heißt, es kann nicht so leicht schwingen dann. Das ist auch wichtig. Genau. Echtglas da genauso wie Kunststoff. Kunststoff schwingt. Echtglas ist relativ schwingungsarm. Hier siehst du, also vielleicht nochmal zum Inhalt, alles, was ich sehe, ist dabei, was nicht mobil ist. Wie zum Beispiel die Couch ist natürlich nicht dabei, die Tische sind nicht dabei, aber zum Beispiel die Küche ist dabei. Die Küche ist dabei, der Kamin ist zwar jetzt auch fest, aber der kommt immer nachträglich. Empfehlen wir auch immer, gerade aufgrund der aktuellen Energiesituation, die wir haben, was die Preise betrifft, weil hiermit kann ich einfach kostengünstiger heizen. Ja, ihr habt jetzt drüben einen Pelletofen mit drin. Das geht, glaube ich, besonders einfach, Pellet. Das ist irgendwie gefördert auch nochmal, oder? Ja, wenn ich einen Pelletofen mache, das sind halt Modernisierungen, wo ich da eventuell Zuschläge beantragen kann. Das ist aber meistens bei Altbauten. Hier oben habe ich eine Strahlungsheizung. Die Wärme ist unglaublich toll, muss ich sagen. Das geht also in die Materialien rein. Genau, also es wird schön übertragen, ist halt wie bei der Sonnenenergie, die Sonne strahlt durchs Fenster rein und dann merke ich da, wie typisch früher immer im Winter, die scheint irgendwo auf die Sofalehne oder auf die Stuhllehne und da wird es warm in dem Bereich. Und hier ist es auch, die Infrarotheizkörper strahlen nach unten und erhitzen dann die Gegenstände und die Gegenstände geben die Wärme an die Umgebungsluft ab. So, also mit der Kollegin haben wir relativ viel gedreht, da ging es mehr um Optik, Design und so weiter. Das ist so, bei dir werden ja oft so Fragen gestellt, was ist denn da zum Beispiel in der Wand drin? Was ist denn drin? Eine Mineralwolldämmung haben wir hier. Mineralwolldämmung, ja. Auch da was Ordentliches. Wichtig ist ja auch, ihr habt hier deutsche Fertigung mit drin. Das Ganze soll auch noch in 10, 20 Jahren funktionieren. Hast du da ein gutes Gefühl? Ja. Warum? Doch. Ja, weil wir auch mit Partnern einfach zusammenarbeiten, die schon lange am Markt sind, die Erfahrung in dem Bereich Mobilheime haben und auch die Transporteure, mit denen wir zusammenarbeiten, die versetzen Mobilheime, die sind 20, 30 Jahre alt. Die kennen sich aus, oder? Die kennen sich aus. Okay. Also das ist auch ganz wichtig, denn ich hab das gesehen, wie schwierig das ist, einen Schwertransport so durchzukriegen. Also wenn der nicht 100% geplant ist, da müssen Schilder abgebaut werden, da muss einiges passieren. Jede Strecke ist anders. Ihr müsst die oft auch genau vorher angucken oder mit den Ämtern, oder? Empfehlen wir immer. Also immer, dass man die Strecke vorher abfährt, dass man eine Parzellenbegehung macht. Alles, was Autobahn ist und Bundesstraße, ist relativ unkompliziert. Wo es dann interessanter wird, wenn es in die Wohngebiete reingeht. Gibt es da Brücken, Beschränkungen, Höhen, Breiten und so weiter. So, Elektrik, alles schon mit drin. Steckdosen, wenn ich sage, ich will mehr Steckdosen haben, geht das? Ja, das geht. Also es ist auch immer modellabhängig. Wir haben ja Modelle, die sind komplett fix, da kann ich gar nichts ändern, aber wir haben auch Modelle, da kann ich Steckdosen versetzen oder vielleicht mal ein Fenster. Okay, hier ist der Kühlschrank jetzt einzeln, den gibt es aber wahrscheinlich auch kompakt, oder? Mit der Küche als Einbau. Da haben wir dann hier einen ganz normalen Hochschrank neben, wo dann auch der Kühlschrank reinkommt. So, Farben, was kann ich alles wählen? Ich kann beim Fußboden kann ich die Farben wählen, bei der Wand kann ich die Tapetenfarben wählen, Küche auch, kann ich unterschiedliche Farben wählen. Die Grundrisse sind in der Regel fix. Türfarben auch? Türfarben sind in der Regel weiß. Okay. Bei manchen Modellen kann ich auch andere Farben wählen. So, hier ist ein Schrank mit drin, der ist multifunktionell, denn da könnte zum Beispiel eine Waschmaschine drunter sein. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie Menschen leben. Und das ist, glaube ich, auch was Besonderes. Ihr macht nicht einfach nur einen Kasten, macht den rein, sondern zum Beispiel eine Waschmaschine muss dabei sein, oder? Ja, ganz wichtig ist für unsere Kunden auch immer, dass sie einen Waschmaschinenanschluss haben. Das haben wir jetzt hier, die Wasserleitung. Unten haben wir dann Strom. Hier ist dann der Boiler, wo unten die Wasserleitung zum Beispiel reingeführt wird. Ganz wichtig auch immer, da sitzt eine Steckdose unten rechts neben für das Heizbegleitband, dass die Wasserleitung, die ins Haus geführt wird, auch immer beheizt wird, gerade jetzt im Winter bei den Temperaturen. Ja, die friert so schnell ein, da kann man gar nicht gucken. Ja. Also wenn man da nicht aufpasst, dass die Zuleitung einfach auch beheizt ist. Da habt ihr dann gedacht, ja. Genau, bis es im frostfreien Bereich geht. Das ist halt immer ganz wichtig. Der ist in der Regel so ab 80 Zentimeter fängt er an und dann weiter nach unten in die Tiefe. Und den Rest, den wir hier quasi frei haben und die ersten Zentimeter im Erdreich, die müssen definitiv beheizt werden. Und in der Regel springen die so ab 4-5 Grad plus an. Ja, Leute, die zum Beispiel sagen, mein Gott, hier 144.000 Euro oder was weiß ich, das ist aber viel Geld. Da ist die Mehrwertsteuer mit drin, da sind alle Einbaugeräte mit drin. Ihr seid ja auch haftbar dafür als Inverkehrbringer von solchen Sachen. Lüftung ist ja auch ein Thema. Ihr habt Zwangsbelüftung mit eingebaut teilweise, oder? Ja, hier bei den Fenstern haben wir das Duco-System. Das ist ein niederländisches System.
was verarbeitet wird. Und da kann ich halt auch im Winter, wenn ich es zum Beispiel nicht bewohne, muss ich ja komplett winterfest machen. Das heißt Wasserleitung, Boiler etc. alles leer. Und dann kann ich auch da eine Zwangsbelüftung einstellen. Natürlich sollte ich trotzdem immer noch gewährleisten, dass regelmäßig mal jemand guckt und auch mal durchlüftet. Es ist so leise hier drin, ich könnte neben der Bundesstraße leben. Das ist echt der Hammer. Ist zwar nicht schön, aber geht. Und ich sag mal, das ist vielen Leuten auch wichtig, aber viele suchen sich ja auch Geländer aus, die passen. Was muss ich am Fundament beachten? Also in der Regel sind die Fundamente immer abhängig nach den Bodenverhältnissen. Wir empfehlen Streifenfundamente aus Beton in der Regel. Es gibt aber auch Campingplätze, die machen einfach geschotterte Flächen, die dementsprechend verdichtet sind und dann wird das wie auf Gehwegplatten aufgestellt. Campingplatz, da brauche ich jetzt im Zweifel keine Baugenehmigung, oder? Richtig, da gibt es unterschiedliche Ausnahmen. Die ganz alten sind noch so bis 70 Quadratmeter Grundfläche und meistens ist so bis 40 Quadratmeter plus 10 Quadratmeter Terrasse. Das muss man aber immer prüfen im Einzelfall. Und dann kann ich das auch nur mit einer Aufstellgenehmigung zum Beispiel aufstellen, ohne Baugenehmigung. Zum Beispiel, wenn ich das Haus nicht dauerhaft bewohne, jetzt nur am Wochenende, da gibt es auch Ausnahmen, oder? Teilweise. Ja, wenn ich so Feriengrundstücke habe, dann gibt es auch Zulassungen für ein paar Monate im Jahr. Okay. Ja. Wir schauen uns das mal an. Wichtig ist euch immer, dass sich das alles so ein bisschen anfühlt wie zu Hause. Und da ist das Bad ein ganz wichtiger Faktor. Da habt ihr nicht gespart, sondern auch an den Türen, Beschläge und so weiter. Das Ganze soll so sein, dass jemand, der einen hohen Lebensstandard, Wohnstandard jetzt schon hat, hier nicht enttäuscht wird, oder? Genau. So, wir gucken mal Echtglas, oder? Das ist Echtglas, richtig. So, und hier, ja bitte? Hier haben wir jetzt ein gefliestes Bad. Da kann man auch unterschiedliche Farben wählen. Genau. Also das gefliest? Ja. Das ist natürlich auch wieder eine ganz große Herausforderung. Ihr habt einen Stahlunterbau, wenn das bewegt wird. Das Fugenmaterial ist ein bisschen anders dann, oder? Wir haben hier einfach, wenn man sieht, wir haben hier einen kleinen Tritt und das heißt, das ganze Bad ist entkoppelt. Das können wir nicht bei jedem Grundriss oder bei jedem Modell gewährleisten. Deswegen bieten wir das zum Beispiel hier auch nur bei dem Modell Südtirol an, wo wir das machen. Und bei den anderen verlegen wir in der Regel von Fibotrespo so Wandpaneele, das sind so feuchtigkeitsbeständige Wandpaneele und ganz normalen Vinylboden im Bad. Das ist schon super edel, also es ist schon so, aber sollte trotzdem mal irgendwas passieren, ja, dann gut, ist so, habt ihr da viel Probleme nach der Auslieferung, dass es schon mal zum kleinen Riss kommen kann? Nee, also bis jetzt Risse hatten wir noch nicht. Klar, im Holz oder so, aber das ist ein Naturprodukt, da kann immer mal ein Riss entstehen. Ne, das habe ich gesehen bei euch in der Bude, wo ihr drin wohnt. Innen gab es einen kleinen Riss, aber das ist Naturmaterial. Ja. Das geht nicht anders. Ja. Ich sage mal ein Beispiel von mir zu Hause. Wir haben einen Bungalow, der ist 74 gebaut worden. Den haben wir nach 40 Jahren gekauft. Haben einen geschlossenen Kaminofen eingebaut und nachts haben die Balken noch geknallt, weil die so gerissen sind. Nach 40 Jahren wurde immer noch Feuchtigkeit durch diesen Ofen rausgezogen. Das ist halt Holz. Holz arbeitet, Holz lebt und da kann es zu Rissen, zu Ästen, zu Harzaustritten kommen. Da muss man sich halt bewusst sein, wenn man die Holzvariante wählt. Bei mir auf dem Dachboden, da knackt es immer, wenn die Sonne drauf scheint. Genau. Ja, ganz normal. Ja. Komm, wir gehen mal raus, zeigen das mal gerade. Also hier ist auch alles vorgebaut. Das ist Technik wie zu Hause, ist Haushaltstechnik, oder? Ja, richtig. Okay, so. Auch alles, was ich sehe, ist im Preis mit drin. Das ist wichtig. Das heißt, die Leute können theoretisch abends schon einziehen. Wird meistens nicht klappen, aber binnen einer Woche wird gehen, oder? Also haben wir schon gehabt, Kunden, da wurde das morgens aufgestellt mit dem Kran. Mittags war Strom dran und abends war das Wasser dran. Und dann konnten die erste Nacht drinnen schlafen. Toll. So, also wir haben uns jetzt mal auch beschränkt hier auf das Thema Schlafen. Da wünschen sich viele eine ganz cleane Optik beim Schlafen. Weniger ist mehr, keine Ablenkung. Deswegen auch ein Extraraum, oder? Ja. Einfach, dass man nochmal separaten Schlafbereich hat, vielleicht auch für Kinder, wo die dann schlafen können, dass man so ein bisschen Ruhe hat. Also das ist den meisten Kunden ganz, ganz wichtig. Ja, auch Steckdosen, das Ganze, Schalter und so weiter, deutsche Technik? Ja, also in der Regel deutsche Technik, kommt aber immer drauf an. Wie gesagt, wir arbeiten auch mit einem niederländischen Partner zusammen und da kann es natürlich dann sein, dass auch mal niederländische Technik zum Beispiel drin ist. Wenn ich das jetzt hier nicht beheize, hier das Schlafzimmer, wie lange dauert es denn, bis die Infrarotheizung kommt? Dauert das ewig, oder? Nee, die Infrarotheizung, das geht halt relativ schnell, weil ja die Strahlungswärme sofort da ist. Man muss natürlich immer sehen, wenn ich nicht durchgängig heize, kühlen auch die ganzen Materialien irgendwann aus. Und bis die dann aufgeheizt sind, dauert es, ja. So, großer Schrank, wenn du den mal kurz mal aufmachst, gerade mal schauen, was da kommt, denn viele
rufen ja anschließend den Möbelwagen dann oder beziehungsweise die Entrümpelung und entrümpeln erstmal kräftig. Du hast einige Storys mitbekommen. Wie bereiten sich Leute vor auf das Thema Umzug? Ja, die sagen halt ganz viel, wir müssen uns erstmal jetzt verabschieden. So, hier haben wir jetzt einmal Muster zum Beispiel hängen von Stoffen, die möglich sind, auch für die Gardinen. Und die sagen, wir müssen uns einfach verkleinern. Aber wenn man mal ganz bewusst schaut, was hat man überhaupt so im Schrank und was nutzt man davon, sagen die ganz oft, das ist nur ein kleiner Teil und dafür reicht mir das aus. Aber es ist halt ganz wichtig, wenn man sich minimieren will, dann muss man das auch definitiv wollen. Das ist so. Das heißt, wenn man alleine ist, ist es vielleicht einfacher. Der Partner muss ja auch mitspielen. Das sieht man ja dann. Minimierung heißt aber auch, dass man zum Beispiel mit dem Wohnmobil unterwegs ist und dann noch eine kleine feste Bleibe hat. Das geht ja auch. Ja. Das ist zum Beispiel auch möglich. Also Leute, die ja diese kleinere Lebensform kennen, die haben sich eh schon damit abgefunden, dass sie auf kleinem Gebiet wohnen. Aber viele sagen dann auch, ich möchte auch mal gerne mal 6, 8, 10 Wochen da sein, habe das Wohnmobil vor der Tür stehen. Ist Wohnmobil und kleines Leben ist sehr ähnlich, oder? Ja, also wir haben sehr viele Kunden, die sich von ihrem großen Häuschen trennen, wo die auch die Kinder großgezogen haben und so weiter. Und jetzt einfach sagen, die Zeit ist rum, die Kinder sind außer Haus. Und deswegen möchten wir uns jetzt verkleinern, wir möchten viel reisen, wir haben jetzt die Möglichkeit und suchen sich dann noch so eine kleine Base, wo sie vielleicht im Winter über verbringen können oder zwischendurch mal einfach zu Hause sein können und viel mit dem Wohnmobil rumreisen. Boah, es ist ein total schönes Haus, wirklich. Also das ist einer der, ich sag mal, Häuser, die am meisten auch hier entsprechend Beachtung finden, oder? Bei euch? Es wird sehr stark angeklickt, auch die Kunden, die hierher kommen, sind sehr begeistert davon. Gerade auch von der Großzügigkeit durch die hohen Decken, die man hier hat. Man muss halt, wie gesagt, mit dem Bauamt immer abklären, ob dann auch eine Flachdachbauweise möglich ist. Was sind typische Fragen? Was wird oft gefragt? Baugenehmigung, oder? Genau, Baugenehmigung, Grundstücke, habt ihr Grundstücke? Das ist auch ganz oft eine Frage. Und ja, einfach, wie sind die Voraussetzungen ans Grundstück? Wie kommt das dahin? Wie ist die Dämmung und so weiter? Das sind so diese Standardfragen. Da kann man ruhig fragen. Bitte am besten per E-Mail, denn es ist so, denn im Moment auch aufgrund meiner Videos und eurer Videos und allgemein dem Boom, jetzt wird es ein bisschen abnehmen, weil die Zinsen steigen. Das merkt ihr? Oder geht's? Nicht direkt. Also wir haben auch tatsächlich Kunden, die vorher überlegt haben, ein Häuschen zu bauen in größerer Bauweise, das jetzt nicht mehr möglich ist und dann sagen, vielleicht geht doch eine Nummer kleiner und dann kommen die zu uns. Was sehr interessant ist, man kann auch 2 Häuser kaufen, das tun Leute. Das heißt, die haben ein Haus und haben daneben noch vielleicht ein Abstellhaus, was mit dazu kommt, denn das E-Bike und so, da habe ich jetzt keinen Raum gefunden hier drin. Das kann man prima in einem Zweithaus aufstellen und auch das kann man nachordern, oder? Richtig, genau. Also wir haben das jetzt auch gar nicht weit weg von hier. Da stehen 2 Häuschen direkt nebeneinander. Da sind die eingezogen und ich empfehle auch immer für Werkstatt oder Werkzeug und so weiter. Das zu trennen, oder? Das genau. Einfach zu sagen, das machen wir draußen hin, weil der Wohnraum, den ich hier habe, ist an sich zu wertvoll, um den irgendwie mit, ich nenne es mal liebevoll, Gerümpel vollzustellen. Da hole ich mir lieber für draußen eine Gartenhütte, wo ich das dann reinstellen kann. Da kann ich natürlich dann auch, ich sag mal, wenn ich jetzt gewerblich tätig bin, kann ich die zweite Sache, natürlich die Mehrwertsteuer absetzen, kann das als 100% gewerblich kennzeichnen und. Aber auch da bitte gucken, Baugenehmigung, das Gewerbe muss auch erlaubt sein. Also das ist auch zum Beispiel Mischgebiet, da geht's. Es gibt wenige Ausnahmen, da muss man sich klar sein. Da könnt ihr beratend tätig sein, oder? Ja, genau. Wobei wir sagen dann immer, sprecht bitte mit eurem Finanzberater zum Beispiel oder mit eurem Steuerberater. Wie sieht's aus? Was dürft ihr generell? Weil es sind ja auch immer zahlentechnisch und so weiter, was ist möglich. Genau, und da sollte man immer mit den Personen seines Vertrauens sprechen. So, ich verweise auf ein zweites Video, was wir mit diesem Haus gedreht haben. Da geht's mit 2 Frauen, Hausbegehung. Andere, ich sag mal, Fragen werden da gestellt. Ich habe jetzt 4 Fragen zum Thema Technik gestellt. Der Boden, außer welchem Material besteht der Boden? Das ist ein PVC-Boden. Drunter, was ist da drunter, die Dämmung? Eine OSB-Platte. Eine OSB-Platte und da drunter? Die Mineralwolldämmung. Die Mineralwolldämmung. Das heißt also auch hier, wichtig ist ja auch, dass sich da nichts durchbiegt oder so irgendwas im Laufe der Zeit an den Laufwegen. Das hast du ja, das ist hier quasi nicht der Fall, oder? Nein, also es kann natürlich immer sein, gerade wenn die Temperaturen stark variieren, es ist ja auch Holz, was im Boden verbaut ist, dass einfach mal ein bisschen was knacken kann. Aber wie gesagt, das habe ich auch zu Hause bei mir in meinem Holzständerbau. Da knackt es auch nach 40, 50 Jahren noch.
Hast du Bedenken, dass irgendwas von unten feucht werden könnte? Nee, das ist ja unten entsprechend unterlüftet. Es geht eigentlich technisch gar nicht, oder? Technisch würde es nur gehen, wenn ich unten komplett alles dicht machen würde, weil das Haus muss halt atmen können von allen Seiten. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Deswegen auch nie unten nachträglich dämmen oder irgendwelche... Aber das Holz, ihr habt so Holz hingelegt, das ist perfekt, oder? Das ist eine Möglichkeit, die ich machen kann oder was halt empfohlen wird, damit die Nager auch nicht so rein können, dass man einfach Platten nimmt oder wir haben Kunden, die bauen so L-Steine, machen die daran und füllen das dann auch mit Erde an, dass man so einen kleinen Weg wie so eine Rampe einbaut. Gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. So, mobiles Tiny House, also das ist immer noch mit drauf. So hat vielleicht mal alles angefangen bei euch, ja, oder? Aber es hat sich stark verändert, oder? Genau, also mit dem mobilen Tiny House ist alles gestartet und wir sind natürlich im Wandel, es wird immer größer. Und komm, wir gehen mal raus und wir sind bei der Vital Camp GmbH in Hessen, in der Nähe von Kassel. Wo sind wir ganz genau? In Zierenberg-Oelzhausen, direkt an der A44. Also quasi Luftlinie da, 1 Kilometer haben wir direkt Anbindung an die A44. Wenn man mit dem Auto abfährt, 3 Minuten ist man hier. Ja, vielen Dank, Tobi. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Vital Camp GmbH, 9.01.2023. Tschüss. Ciao. Ciao.